groß angekündigt, hier heute unsere Roomtour des neuen Büros. Wir haben ja im letzten Video die Räumlichkeiten, in denen wir OBS quasi gegründet haben, besucht in Friedberg. Jetzt sind wir in Augsburg im Martini Park und zeigen den aktuellen Arbeitsort von OBS. Wir sind vor 3 Jahren hierher gezogen. Die ganzen Räumlichkeiten haben sich seitdem stark verändert, eigentlich fast jährlich sind wir von einem Raum in den anderen gezogen. Mittlerweile haben wir alle Räume. Wir starten hier mit dem eigentlichen Büroraum, könnte man so sagen, wo einfach so die gesamte Schreibtischarbeit stattfindet. Die Decke gedämmt, wir haben die Türe neu gemacht, um hier auch im Winter gut arbeiten zu können, weil in den ersten Jahren hatten wir unser Büro hier vorne in dem jetzt Atelier. Und da haben wir halt teilweise im Winter mit Handschuhen und Daunenjacke arbeiten müssen, weil es so gestört kalt war. Und wir haben im Jahr 2022, glaube ich, 12.000 € nur für Heizung ausgegeben, nur für Heizkosten. Also da war noch kein Strom und kein Internet und Miete eh noch nicht drin. Und das mussten wir ändern. Deswegen sind wir hier zwischen den ganzen Räumen durchgependelt, haben alle Räume einmal ausprobiert, bis wir uns dafür entschlossen haben, hier mit dem Büro reinzugehen, die Decke abzuhängen, neues Beleuchtungssystem, neuer großer Schreibtisch, an dem eigentlich so das gesamte Team Platz hat. Und wo man einfach so ein sehr gutes und konzentriertes Arbeitsklima hat. Sieht so aus. Wir haben insgesamt 4 Räume auf 200 Quadratmeter. Das Atelier, das Büro, das Fotostudio, das Nähatelier, eine kleine Küche und ganz hinten ist noch unser Lager. Wir haben hier einen großen Tisch, an dem 8 Leute Platz haben Minimum, und wenn ganz viel los ist, dann können wir hier an die Stirnseite auch noch jemanden hinhängen. Wir haben immer wieder Freelancer, die hier mitarbeiten, immer wieder Praktikanten, die uns unterstützen, die dann hier einen festen Platz haben. Das war ja auch ein großes Thema, als wir von Friedberg hierher gezogen sind, dass wir einfach einen Platz brauchen, wo sich unser Produkt in der Arbeit widerspiegelt und vice versa. Also man kann ja nicht ein sauberes und aufgeräumtes Produkt herstellen in einer absoluten Messi-Höhle. Wie in den ganzen Räumen eben war der große Anspruch, eine Fläche zu schaffen, die die geringste Barriere bietet, um neue Dinge zu probieren und eine gute Arbeit zu leisten. Einer der wichtigsten Punkte, die hier im Büro hängen, sind die Grundgesetze der Markenführung, die der Johannes entworfen hat. Es sind 12 Regeln, die hier aushängen, damit jeder Mitarbeitende die immer vor Augen hat und dass es nicht in Vergessenheit gerät. Das ist so der Leitfaden für unsere Arbeit. Normalerweise sitze ich hier, da sitzt der Johannes. Hier sind halt so die kleinen Sachen, die den Arbeitsalltag nice machen. Eine einfach wunderschöne Schraube. Und dann hier, das ist halt so das, womit wir uns daily beschäftigen. Schmuck, an dem wir gerade arbeiten. Hier einfach das, was OBS ausmacht. Als nächsten Raum würde ich jetzt einmal hier rüberlaufen ins Atelier. Wie wir in dem Friedberg-Video schon gesagt haben, ist für uns das höchste Gut, die Barriere, etwas komplett Neues auszuprobieren, was Neues zu machen, so gering wie möglich zu halten. Und deswegen ist für uns diese Fläche mit den ganzen unterschiedlichen Werkstätten wirklich der absolute Segen. Das hat lange gedauert, bis wir das so hinbekommen haben, aber jetzt ist es halt so, wenn man sich hier einmal umschaut, wir haben hier im hinteren Bereich eine komplette Keramikwerkstatt. Der Max ist da gerade am Porzellan gießen. Wir haben eine Drehscheibe, Ton zu drehen. Wir haben hier eine voll ausgestattete Werkbank. Also beziehungsweise, ich meine, wir sind dabei, one and only. Aber wir haben hier einfach die breite Selektion an Werkzeugen. Hier unten das ganze Zeug, dann unterschiedliche Sägen, Schrauben. Hier ist viel von dem ganzen Keramikstuff, an dem wir ja viel arbeiten. Hier ist zum Beispiel ein Teller, den ich zuletzt gemacht habe, mit Asche als Glasur, selbstgemachte Ascheglasur. Und dann einfach viel so Zeug, was man braucht. Unterschiedliche Glasuren, da noch mehr Glasuren. Da oben sind Arbeiten, die jetzt zuletzt von einer Ausstellung zurückgekommen sind, die ich in Berlin hatte. Dann haben wir hier in der Mitte einen großen Tisch, der auch auf Rollen steht. Das heißt, der ist komplett beweglich im Raum. Hier ist aktuell viel Material fürs Malen drauf. Es steht alles schon bereit. Das heißt, da gibt es keinen zeitlichen Mehraufwand, hier direkt reinzugehen, sondern es ist alles ready. Ich habe hier so einen kleinen Studiowagen, wo unterschiedliche Farben und unterschiedliches Material drauf ist. Dann halt einfach so eine kleine Selektion an Pinseln. Und da wird gemalt.
Genau, und dann hier eben die Keramikbaustelle. Und dann haben wir hier, das ist quasi noch ein Überbleibsel von dem ersten Büro, das wir hier drin hatten. Da können wir auch gleich mal noch Fotos einblenden, wie das ganz am Anfang aussah. Da hatten wir hier eben so diese Regaleinheit, wo dann die unterschiedlichen Sachen dran standen. Ist jetzt mittlerweile komplett voll mit unterschiedlichen Kunstwerken, die in den letzten Monaten und Jahren entstanden sind. Und einem Teil von Johannes Hockers Sammlung. Wenn man sich hier umschaut und kann man den Hocker-Count einblenden. Er hat sehr viele Hocker. Das hier ist noch ein Überbleibsel meiner Diplomarbeit. Den Rest habe ich abverkauft und das ist aber noch so ein bisschen übrig davon. Und dann hier einfach ein Regal für Keramikarbeiten, die jetzt in der letzten Zeit entstanden sind. Eben hier so die Arbeit an der Drehscheibe ist ja extrem aufwendig und bedarf sehr viel Übung und das kann auch richtig ermüdend sein, aber da war ich dann eigentlich ganz zufrieden mit dem Outcome. Und auch hier, das ist eben so eine Glasur, die aus Asche besteht und die dann bei 1300 Grad über einen sehr langen Zeitraum im Ofen ist und dadurch ergibt sich diese crazy Farbe und Entwicklung vom Ton und der Glasur. Genau, und da stehen halt hier so unterschiedliche Sachen. Das hier ist auch, da waren wir auch sehr glücklich, dass der ordentlich rausgekommen ist, eine der größten Vasen, die wir bis jetzt gemacht haben. Das wirklich entscheidende Bestandteil ist dann eben sowas wie hier. Das ist nicht nur eine Box, aber da ist halt alles an Werkzeug drin, das man braucht, um zu töpfern oder die unterschiedlichen Keramikarbeiten durchzuführen. Das ist ein selbstgemachter Bambuspinsel zum Auftragen von Glasuren. Dann hier oben halt verschiedene Auffangbehälter. Hier für Raku-Brand. Ich meine, ich denke, das wird hier auf jeden Fall deutlich. Ich muss nirgendwo hingehen, ich muss nichts kaufen. Ich habe alles da. Alle Farben da, alles an Werkzeug da. Wir haben hier viel Holz rumstehen, um irgendwelche Konstruktionen zu bauen. Hier hinter dem Regal, das kann man jetzt nicht so gut sehen, haben wir so ein Plattenlager. Und wir hatten vor, ich glaube, 6 Monaten ein großes Shooting in unserem eigenen Fotoatelier, wo wir eine Box gebaut haben, in dem das Model stand. Es folgen Fotos. Und zum Bauen dieser Box haben wir nichts einkaufen müssen. Wir hatten alles da. Wir haben einfach an einem Tag diese Box rausgehastelt, haben das Model kommen lassen, haben das durchfotografiert. Und das ist das perfekte Beispiel dafür, wie wir arbeiten. So, wir haben hier eine absolute Insel geschaffen, an dem alles umsetzbar ist, was wir wollen. Ohne Probleme. Wenn man dann einmal auf die andere Seite vom Büro läuft, kommt man in unsere Nähwerkstatt. Wir beschäftigen uns gerade sehr intensiv mit dem Ausbau von dem Bekleidungssektor unserer Firma. Das ist mittlerweile auch seit 2 Jahren unser Main-Fokus, weil wir mehr Textilien launchen wollen, weil wir die komplette Garderobe aufbauen möchten nach den Taschen und den Schuhen. Es kommen auch noch mehr Schuhe, kommt der ganze textile Bereich. Hier wird jetzt gerade an einer Arbeitsjacke gearbeitet. Wenn man hier zu der Kleiderstange schaut, wo ein Großteil der Samples hängt, an denen wir zuletzt gearbeitet haben. Dann haben wir hier dieses klassische Arbeitshemd, das wir gerade selber schon vielfach testen. Haben wir hier in unterschiedlichen Farben einen Rock hängen zum Beispiel, Arbeitshose, eine Jacke, Regenjacke, Einteiler und dann haben wir halt hier eine wattierte Jacke noch mit drinnen. Ganz viele Sachen, die aber noch nicht fertig sind zum Launchen, wo wir erst noch testen müssen, wie sie sich beim Waschen verhalten, wie sie sich beim Tragen verhalten. Und einfach, wie wir bei allen Produkten versuchen, ja konstant Bestmögliche rauszuholen. Und das geht nur mit Testen und Ausprobieren und das ist das, was wir hier machen. Wie bei all unseren Produkten ist es natürlich auch in dem Textilbereich so, dass wir nur die bestmögliche Version launchen wollen. Es ist ja immer so, dass wir in jedem Produktuniversum so eine abgeschlossene Garderobe releasen möchten und diese Garderobe soll perfekt sein. Da gibt es dann auch keine neuen Kollektionen jedes Jahr, jede Saison, sondern wir machen das einmal richtig und dann bleibt es so. Und deswegen nehmen wir uns dafür extrem viel Zeit, arbeiten an jeden Produkten jeden Millimeter durch, da wird jeder Millimeter ausdiskutiert und wird besprochen, alle Materialien, die Verarbeitung, Zusammensetzung und die Funktionalität und die Form und die Qualität. Und so dauert es bei uns einfach lang. Es ist wie gesagt schon seit 2 Jahren jetzt in der Making und jetzt langsam kommen wir in den Bereich, dass wir die ersten Produkte haben, die dann tatsächlich auch launchen werden. Wird bestimmt noch ein halbes Jahr dauern, also der Fokus ist momentan auf den Frühjahr 2025, aber da werden dann die ersten Produkte kommen. Wir haben jetzt gerade hier so ganz klassisch so einen Studiowagen, wo die ganzen Lineale zum Schnittemachen drin sind, so ein bisschen Schere. Wir haben hier oben Stifte, Cutter, Klebebänder, Maschinenöl und haben dann
dann in den Schubladen drunter einfach so für alle Bereiche, in denen wir gerade arbeiten. Fäden, Overlock-Garne, da unten dann eben für die Sachen, die wir gerade gemacht haben. Und dann aktuell im Maschinenpark haben wir hier einen Schnellstepper und die Overlock-Maschine. Und wie ich schon angeteased habe, hier ist auf jeden Fall noch ein Platz für einen Dampfbügelautomat, aber der muss erst noch den Weg hierher finden. Eins in die Kommentare für den Dampfbügelautomat. Aktuell ist das auf jeden Fall der Raum, in dem wir am meisten Zeit verbringen, wo am meisten Schmalz reinfließt und wo sich auch so das gesamte Feld am meisten entwickeln wird. Ein absolut entscheidender Bestandteil in unserem Büro und für uns auch ein ganz großer Grund, warum wir aus dem Keller raus wollten, war unser eigenes Fotostudio. Wir sind ja ein Team, das alles immer selber machen möchte, selber verstehen möchte, wollen immer dabei sein und wirklich hinter die Produktion treten. Deswegen war es für uns entscheidend, unser eigenes Fotostudio zu haben, unser eigenes voll ausgestattetes Fotostudio. Wir haben hier jetzt das Material und das Know-how, eigentlich alle Kampagnen, E-Com-Fotos, Online-Content, Videoclips, können wir alles hier produzieren und haben wir bisher hier auch alles hier produziert. Es kommt hier jetzt eine kleine Auswahl an Sachen, die wir hier produziert haben. Und wie man sieht, wir haben hier jetzt noch die Überreste von dem letzten Shooting, das wir gehabt haben, mit Hintergrund, die verschiedenen Lampen. Ganz entscheidend ist dieses große Stativ. Wir legen ja sehr großen Wert auf Top-Notch Produktfotos in unserem Webshop, weil es einfach der gesamten Darstellung auf das Konto einzahlt. Ganz klassisch, wir haben unterschiedliche Stative, wir haben hier ein bisschen Beleuchtungskram, wir haben hinten im Lager noch ganz viel Videolicht, weil wir ja extrem viel Video produzieren. Und dann haben wir hier einfach eine große Fläche, in der wir alles machen können, was wir wollen. Wir haben die entsprechende Deckenhöhe dafür, wir haben bisschen Tageslicht, wobei wir das fast nie verwenden. Wir haben ein großes Segel und dann können wir eigentlich alles machen, was wir wollen. Wir haben ja die ganzen Making-ofs von den Produkten auch hier gedreht. Dann haben wir einfach das Fotostudio in der Werkstatt umgebaut und haben hier die Möglichkeit, einfach Ideen, die wir haben, sofort umzusetzen. Wieder dieses klassische Design-Practice-Idee, die wir haben, die Hürde, das auszuprobieren, das zu machen, so gering wie möglich zu halten. Ein großes Highlight unserer Büroräume hier ist der große Garten, den wir direkt hinter unserem Büro haben, in dem wir viel Mittag verbringen oder auch einfach mal so ein bisschen zum Nachdenken hingehen können. Dann schauen wir uns das auch noch an. Im Hintergrund unser Bürogebäude, hier am ersten Teil ist noch eine Schreinerei und im hinteren Bereich ist dann unser Büro. Und das ist so der Garten, an dem wir unsere Mittage verbringen, wo man auch mal einfach ganz gut herkommen kann und so ein bisschen über sein Leben nachdenken. Ich meine, schaut euch das mal an. Ich kann mir das anders gar nicht vorstellen. Und jetzt kann ich an der Stelle natürlich wieder die große Stadt bashen, aber ich spare es mir. Jeder sieht das Problem. Ich finde vor allem diesen Blick sehr schön, das schaue ich mir ganz gerne an. Das ist ein Holunderbaum, der so ganz schön an der Ecke von dem Gebäude steht. Das ist einfach beautiful. Für uns war das ein riesiger Schritt, damals aus dem Keller von unseren Eltern in unseren ersten eigenen Raum zu ziehen. Das war ja noch nicht mal ein Büro, sondern es war einfach ein alter Lagerraum, den wir dann für uns gestaltet haben. Sich das zu trauen, diesen Schritt zu gehen, von den ersten paar hundert selbstgenähten Taschen zu auf einmal Fixkosten und Praktikanten und große Kunden. Ne? Dann der Einstieg vom Salem in unser Unternehmen, der auch einfach nochmal einen riesigen Teil dazu beigetragen hat, das in die Richtung zu pushen, wo wir jetzt heute sind. Es hat sich in den letzten Jahren so übelst viel verändert und wir sind, wie man ja gerade auch gesehen hat, noch lange nicht, also wir sind nicht mal ansatzweise da, wo wir hinwollen und es ist noch so viel, was kommt. Und das ist eigentlich auch so für mich der Hauptgrund gewesen, warum ich diesen YouTube-Channel machen wollte, weil wir den ganzen Tag so viel arbeiten und das aber alles für uns bleibt in erster Linie. Ich hatte aber eigentlich immer so das Bedürfnis, das zu teilen und das auch zu teilen, noch bevor das komplett fertig ist, weil wir tendieren auch ganz stark dazu, das alles so bei uns zu behalten und da so nicht geheimniskrämerisch, aber für uns ist so, die Baseline ist, das Produkt muss perfekt sein, bevor das irgendjemand zu Augen bekommt. Und ich merke aber ganz oft bei anderen, dass das gar nicht so notwendig ist, sondern dass es eigentlich voll schön ist, mitgenommen zu werden und gemeinsam diesen Weg zu gehen. Das habe ich bei den letzten Community-Events so gemerkt, dass es einfach nice ist, mit euch zusammen diesen Weg zu gehen und deswegen habe ich da Bock drauf, deswegen habe ich Lust, das zu teilen. Apropos teilen! Ich bin total positiv angetan, wie sich unser Channel hier entwickelt. Aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich auf jeglichen Support angewiesen. Deswegen auch an dieser Stelle zum Ende des Videos hin. Ich habe kein einziges Mal gesagt, es folgen Impressionen, gell?
Muss man vorne so reinschneiden. Auch an dieser Stelle hier zum Ende des Videos Abo, Glocke, Kommentar. Ich beantworte jeden Kommentar. Ich freue mich über jeden Kommentar. Fliege an meiner Stirn. Bitte teilt es mit euren Freunden. Word to mouth. In diesem Sinne können wir jetzt noch gemeinsam den wunderschönen Holunderbaum genießen. Und das ist das Outro von dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Zu lassen.